sich auch jeder, bis hin natürlich zu den Impfprogrammen. Dann war eine andere Säule Betriebsgesundheitswesen. Also das ist ja auch die sogenannte Gewerbehygiene oder Gewerbemedizin ist ja in Deutschland vorher auch schon entstanden. Aber man hat das aufgegriffen und hier hat, glaube ich, das sowjetische Beispiel eine Rolle gespielt, dass eben in Abhängigkeit von der Größe der Industriebetriebe Betriebspolykliniken oder Betriebsambulatorien zu schaffen waren. Und das Besondere war, dass sie nicht dem Betrieb gehörten, sondern fachlich dem Gesundheitswesen zugeordnet waren. Aber baulich und materiell der Betriebe schon dafür sozusagen gerade zu stehen hatten. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass der Betriebsarzt eine gewisse Unabhängigkeit hat von dem Betrieb. Sonst kann er nur sehr schwer, das bleibt trotzdem noch schwer, seine arbeitsmedizinischen, seine arbeitshygienischen Forderungen auch umsetzen. Und ich denke, ist ja kein Zufall, dass dann das Zentralinstitut für Arbeitsmedizin der DDR am Ende das erste Collaborating Center der DDR in der Weltgesundheitsorganisation wurde. Also als Arbeitspartner, weil hier gute Erfahrungen in der Erfassung fast aller Betriebe, fast aller Beschäftigten und in der schrittweisen Bekämpfung, Zurückdrängung der Gesundheitsgefährdung. Ein Thema für sich, was heute hochaktuell ist. Also wir sollten nicht, natürlich hat sich vieles arbeitsmedizinisch zum Besseren gewandelt, aber wie die Arbeitsbedingungen an manchen Computerarbeitsplätzen tatsächlich aussehen heutzutage, oder wie, kann das so ein Beispiel, wie die Kassiererin an Kassen, ob es im Tierpark oder sonst wo ist, also das sind unmögliche Verhältnisse und da kümmert sich scheinbar keiner drum. Also das geht ja darum, wie die Stühle sind und wie die Bewegungsabläufe sind, wenn man immer zu der Kasse und so weiter. Also es ist nicht weg, das Thema. Es sind andere Fragen, stehen im Vordergrund. Digitalisierung, Lärm natürlich oder künstliches Licht und Bildschirmarbeit. Also das war so eine Säule, die sich die DDR auch hat was kosten lassen, Betriebspolykliniken zu entwickeln, sodass die Frage, wer impft denn, zum Beispiel gegen Grippe oder jetzt jüngst gegen Corona, eigentlich da völlig selbstverständlich war, dass der Betriebsarzt da von Anfang an eine aktive Rolle zu spielen hat.